Hallo, ich bin Michael von Anuka. In dem zweiten Video für die Analyse möchte ich die erweiterten Bedienkonzepte vorstellen, die eine vollständig einstellbare Rationsplanung ermöglicht. Damit werden wir aufzeigen, wie Anuka in der Lage ist, jedes Ernährungskonzept, insbesondere ihres, abzubilden. Schauen wir aber genau auf die Inhalte dieses Videos. Wir werden die Analyseeingaben und deren Auswirkungen nochmal genau ansehen. Insbesondere die berechneten Bedarfswerte werden wir aufzeigen und betrachten. Wir werden dann Beratungsergänzungen vornehmen und diese auch in der Analysegrafik nachvollziehen. Bedarfsanpassungen werden wir in der Rationsplanung dann genau betrachten hinsichtlich, wie diese sich auf der Bedarfsversorgung des Tieres grundsätzlich auswirken. Am Ende des Videos werden wir mit den gezeigten Einstellmöglichkeiten und Funktionen verstanden haben, wie eine eigene Ernährungsphilosophie umgesetzt werden kann. Damit zeigen wir auf, wie Anuka in der Lage ist, jede Form von Bedarfswerten und Ernährungskonzepten abzubilden und sie bei der Rationsplanung damit flexibel und äußerst effizient unterstützen wird. Legen wir nun direkt los. Nach dem erfolgreichen Login starten wir wie immer in unserem Anuka Dashboard. Für dieses Video habe ich mir von einer Tierernährungsberaterin einen Plan bereitstellen lassen und diesen finde ich hier in der Verwaltungsübersicht entsprechend auch aufgelistet. Wir sehen hier ganz gut auf unserem als Ergebnis unseres ersten Videos ist hier noch unsere eigene Analyse, die ich auch entsprechend löschen kann, und ganz gut erkennbar sind hier auch jetzt in der zweiten Sektion die bereitgestellten Analysen, die ich zwar nicht mehr löschen kann, aber wenn ich sie auch nicht mehr benötige, kann ich die Teilung auch wieder aufheben und kriege sie dann entsprechend auch nicht mehr hier dargestellt. Hier möchte ich mich ganz herzlich mal für die Bereitstellung dieses Beispielplanes bedanken, der für unser Video hier eine tolle Grundlage bilden wird. Und in dem Fall öffnen wir mal die Analyse. Und es handelt sich hierbei um einen Kater Fritzi, den wir hier heranziehen werden für dieses Video. Als allererstes möchte ich nochmal darauf eingehen, welche Angaben innerhalb der Analyse wirklich sehr wichtig sind, damit eine Bedarfsberechnung im Anuka erfolgen kann. Wir haben natürlich neben der Tierart das Geburtsdatum des Tieres, welches sich in Bezug auf den Beratungs-Analysedatum entsprechend dann zu einem Alter des Tieres berechnet, und es ist hier immer vollautomatisiert zur Verfügung. Sobald sich hier auch was ändert, wird sich das entsprechend aktualisieren. Das ist neben den Gewichtsangaben des Tieres eine entscheidende Eingangsgröße für die Berechnungen auf Basis des NRC 2006. Das Gewicht selbst wird dann zunächst erstmal umgewandelt in das sogenannte metabolische Körpergewicht, eines der Grundbasiswerte für die Sollwert-Basiszahlen, die im NRC bereitgestellt werden. Deswegen, wenn man hier entsprechend das ändert, werden sich sofort auch diese Werte hier oben ändern, weil sie natürlich die Kennzahlen letztendlich für die Berechnung dann natürlich mit verändern. Das sind im Prinzip schon die wichtigsten Angaben, also das Gewicht, das Geburtsdatum und die implizit daraus abgeleiteten berechneten Werte wie das metabolische Körpergewicht und das Alter. Hinter den Altersgruppen wie Kitten, Adult oder Seniortiere befinden sich in unserer Datenbank für den NRC dann auch entsprechend unterschiedliche Versorgungswerte. Vielleicht noch etwas zum NRC 2006 zu sagen. Ja, der NRC mag man jetzt sicherlich halten, was man will davon, und er ist sicherlich auch umstritten, weil er vielleicht auch in vielen Bereichen eine sehr geringe
Wertangabe für die Bedarfe eines Tieres vielleicht mit sich bringt. Und es wird sicherlich so sein, dass wenn man 10 Leute fragt, wie man natürlich das Tier am besten ernähren will, was sind die richtigen und besten Grundlagen für Tiere, diese zu ernähren, bekommt man sicherlich auch mehr als 10 Antworten. Und das führt auch sicherlich dazu, dass man verschiedenste Basiswerte auf dem Markt finden kann. Also der NRC vom National Research Council der USA ist eine Basis dafür. Große Prominente sind auch noch der FEDIAF von der Europäischen Vereinigung der Futtermittelhersteller oder auch von Professoren. Ja? Also es gibt ja auch Professor Dr. Wanner von der Uni Zürich, der seit 85 die Professur auch für Tierernährung hat und eigene Bedarfswerte für Hunde und Katzen bereitstellt. Und sicherlich haben alle diese verschiedenen Versorgungswerte ihre Daseinsberechtigung. Entscheidend ist für ein Tool, welches auch arbeitserleichternd und unterstützend sein soll, dass man sich mal auf eine Basis einigt. Für den Anuka ist es der NRC 2006. Entscheidend ist aber nicht, dass man eine entsprechende Basis nimmt, weil man sie für die beste hält, sondern ein gutes Tool macht es aus, dass diese Basis dem Anwender immer transparent zur Verfügung steht, und der NRC ist auch weitläufig im Internet mit deren Basiswerte entsprechend nachlesbar und transparent verfügbar. Der zweite entscheidende Punkt ist, dass ein gutes Tool dann in der Lage ist, diese Bedarfswerte auch entsprechend anzupassen. Weil am Ende des Tages geht es darum, die richtigen Ernährungskonzepte, Philosophien und Bedarfswerte für das einzelne Tier anzupassen. Und das ist entscheidend, und deswegen haben wir dieses Video vorbereitet hier, damit wir aufzeigen, wie Anuka letztendlich dies ermöglicht, auch wenn es auf Basis des NRCs ist. Und als allererstes möchte ich daher nochmal auf den Plan eingehen, auf dem wir dieses Video aufgebaut haben. Grundsätzlich setzt sich der Plan hier aus einigen Futtermitteln zusammen, die entlang dieser BAF-Rationsplanung entsprechend geplant sind. Wir haben hier unten natürlich wieder unsere Grafik, die schon sehr gut erkennen lässt, dass es verschiedenste Ausreißer gibt, die uns im ersten Moment erstmal signalisieren, dass wir eine teilweise starke Überversorgung von einem Inhaltsstoff haben, in dem Fall des Vitamin A's. Und andere wiederum scheinen durchaus bedarfsgerecht gedeckt zu sein. Dazu möchte ich nochmal auf einen ganz wichtigen Faktor eingehen hinsichtlich der Futtermittelverwendung. Wir sehen hinter dieser Futtermittel auch immer sofort und aktualisiert die konkreten Inhaltsstoffe, die diese Verwendung der Futtermittel mit sich bringt. Und wenn hier Zahlen gelistet werden, ist es in unserer Futtermitteldatenbank so, dass diese dann durchaus von den Futtermittelherstellern deklariert mit angegeben wurden und sie deshalb hier auch ausgewiesen werden können. Und jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Werten, die mit einem Strich gekennzeichnet wurden, und Werten, die tatsächlich mit einem 0,00 gegeben werden. Und das ist schon entscheidend, dass man den Unterschied da drin versteht. Wir in unserer Futtermitteldatenbank bei Anuka verfolgen das Konzept, wenn wir einen Wert 0,0 ausweisen, dann wissen wir auch auf Basis der Herstellerdeklaration, dass dieser Inhaltsstoff tatsächlich nicht vorhanden ist. Währenddessen man bei Strichen einfach keinen Inhaltsstoff letztendlich deklariert vorgefunden hat vom Hersteller oder dieser bei eigenen erfassten Futtermitteln nicht mit angegeben wurde. Für eine automatisierte Softwareberechnung ist es natürlich kann nur immer das verwendet und berücksichtigt werden, was auch tatsächlich an Informationen vorliegt. Deswegen sollte man immer genau darauf achten, wenn eventuell Unterversorgungen vorliegen, wie hier in einem Mangan oder Jod, ob dies auch tatsächlich der Fall ist. Denn nur weil die Grafik das unten aussagt, gibt es unter Umständen vielleicht auch daran, dass gewisse Futtermittel, die hier verwendet wurden, einfach diese Werte
einfach unbekannt sind und sie deswegen in den Berechnungen nicht berücksichtigt werden konnten. Deswegen immer nochmal einen genauen Blick darauf werfen, bevor man Korrekturen am Rations- und Ernährungsplan vornimmt, dass diese auch tatsächlich begründet vorliegen. Und daher möchte ich auch nochmal darauf eingehen, bei der Futtermittelauswahl. Hier können wir auch nochmal darauf eingehen, dass wir hier gewisse Kennzahlen haben, die entsprechend noch auszugleichen sind für einen Rationsplan, dass wir hier sowohl eigene als auch in der Futtermitteldatenbank vorhandene Futtermittel hinzufügen können über unsere Freitextsuche. Und wenn unser PIQ-Wert ein bisschen außerhalb liegt oder halt überhöht ist, könnte man natürlich mit energiereichen Lebensmitteln diese entsprechend korrigieren. Nochmal, ich verfolge jetzt hier nicht den Anspruch, den besten Rationsplan zu machen. Es geht hier vielmehr um die beispielhafte Verwendung dieser Komponenten. Und auch hier sehen wir wieder Werte, die mit 0,0 ausgewiesen werden und welche, die mit einem Strich ausgewiesen werden. Einfach weil wir hier auch öfter gewisse Informationsangaben nicht erhalten haben vom Hersteller und seitens der Deklaration vorhanden waren. Gut, und jetzt möchten wir natürlich aufzeigen, ja, wenn solche Ausschläge hier unten vielleicht gar nicht so kritisch sind. Er sagt jetzt hier, wir haben das 17-fache des Bedarfs vom NRC, wie wir diesen entsprechend korrigieren, und ist er tatsächlich kritisch, möchten wir natürlich zunächst erstmal verstehen, was ist denn eigentlich der Wert, den der NRC dazu mitbringt und wie wir grundsätzlich dieses uns vom Konzept her der Korrektur unserer Bedarfswerte anschauen und wie dies funktioniert, gebe ich kurz einen kleinen Exkurs. Damit wir nun verstehen, wie wir Anuka dazu bringen, wirklich jedes Ernährungskonzept und jede Ernährungsphilosophie mit ihren besonderen Versorgungswerten zu verwenden, verstehen wir zunächst, wie Anuka im Grunde funktioniert. Ich zeichne daher mal Anuka als eigene Box hier zunächst und Anuka ist ja grundsätzlich so aufgebaut, dass wir zum einen unsere Futtermitteldatenbank mit bereitstellen und diese auch durch den Anwendern selber durch eigene Erstellung von Futtermittel auch noch zusätzlich angereichert werden kann. Diese Futtermitteldatenbank ist natürlich fester Bestandteil von der Anuka Webanwendung selbst. Und natürlich ganz entscheidend für uns ist auch unsere Sollwertbasis. Und unsere Sollwertbasis basiert auf den NRC 2006 zunächst erstmal. Und die Bedarfswerte, die dort festgelegt wurden für Hunde und Katzen, sind entsprechend auch in unserer Webanwendung entlang der Altersgruppen und den Versorgungswerten auf Basis des metabolischen Körpergewichts auch fest integriert. Wenn wir nun eine Analyse starten, dann passiert Folgendes. Machen wir hier eine Analyse auf. Wenn wir uns die Analyse so mal als Formblatt anschauen, dann ist es ja so, dass die Analyse natürlich ganz klar sich die Futtermittel, die hier verwendet werden, hoppala, ja, falsche Farbe erwischt, die Futtermittel, die hier verwendet werden, in der Analyse entsprechend mit integriert und entlang ihrer Mengen hier mit aufgenommen werden. Damit
unsere Analyse natürlich auch funktioniert, wird entlang der Eingaben, die in der Analyse gemacht werden, zu den wichtigen Tierangaben wie die Tierart, das Gewicht und vor allen Dingen auch das Alter, die entsprechenden Versorgungswerte des NRCs mit automatisch reingeladen. Und wir sprechen hier von den sogenannten Sollwerten, die sich daraus ergeben. Und natürlich im Ergebnis zeigen wir in unserer Analyse letztendlich auch unsere Auswertediagramme mit unserer normierten Linie, die ich schon mal erwähnt habe, bei 100% Bedarfsversorgung immer das widerspiegelt, was genau in unserem Soll existiert. Entspricht dem Soll. So. Und was nun passiert ist, dass auf Basis der angegebenen Futtermittel, die hier eingetragen werden, mit der Menge, das ist mit dem Soll gegenübergehalten wird und entsprechend hier dargestellt wird. Und wenn man erstmal nichts in Anuka in der Analyse verändert, entspricht damit die Analyse einem Ergebnis, welches sich komplett auf dem NRC 2006 aufgebaut ist. So. Wenn ich jetzt nun aber als Anwender dies überhaupt nicht möchte, weil man nicht viel von dem NRC hält oder bewusst auf Krankheiten eingehen möchte in meiner Rationsplanung, die gewisse Sonderwerte in der Versorgung einzelner Inhaltsstoffe berücksichtigen muss, aufgrund von Organschäden oder ähnliches, dann gibt es Möglichkeiten, die Sollwerte letztendlich anzupassen. Und dies passiert genau hier. An dieser Stelle wird es möglich sein, die Sollwerte so anzupassen, dass wir ab diesem Zeitpunkt die Analyse nicht mehr nach dem NRC 2006 ausrichten, sondern nach den Konzepten und den Vorgaben, die ein Anwender mitgibt der Analyse. Ab diesem Zeitpunkt, und das kann natürlich für alle Inhaltsstoffe einer Analyse erfolgen oder auch nur für vereinzelte Inhaltsstoffe, die übersteuert werden, wird sich die Analyse dann nicht mehr auf Basis eines NRC 2006 befinden, sondern auf Basis eigener Vorgaben. Damit erreichen wir, dass die Analyse voll flexibel nahezu jedes Ernährungskonzept letztendlich abbilden kann und besondere Versorgungswerte berücksichtigen kann, die ein Anwender, der Planer, der Tierernährungsberater der Analyse mitgibt. Entscheidend dabei ist, dass der Anwender der Analyse natürlich genau weiß, wie er das Tier versorgen möchte. Und diese Entscheidung wird Ihnen Anuka nicht abnehmen können. Aber Anuka wird sehr effizient die Arbeit da unterstützen, die ganzen Berechnungen dahingehend auszurichten und letztendlich die Analyse dann komplett umzustellen, dass im Nachgang, am Ende, dieses Soll nichts mehr unter Umständen mit dem NRC 2006 zu tun hat, je nachdem, wie viele Inhaltsstoffe Sie übersteuern. Und im Extremfall sind es alle Inhaltsstoffe und Sie übersteuern damit in der Analyse komplett den NRC 2006 und sind dann komplett auf Ihrer eigenen Bedarfsphilosophie und Ernährungskonzepten eventuell unterwegs. Und wie wir das genau machen, schauen wir uns jetzt wieder in unserer Analyse an. Für unsere Bedarfsanpassungen werden wir nun in 2 Schritten vorgehen. Zum einen werde ich zeigen, welche Sollwerte auf den NRC Basiswerten nun für unsere Katze Fritz letztendlich zunächst berechnet werden, und dann im zweiten Schritt werden wir diese entsprechend unseren eigenen Bedarfsphilosophien und Versorgungswerten entsprechend anpassen. Dazu blende ich zum einen mal die Menüs hier auf, dass wir nun folgenden Fokus auf die Bedarfswerte entsprechend richten können.
Die Berechnungen der Bedarfswerte befinden sich übrigens hier unten in diesem Aufklappmenü in der Summenzeile, wo nicht nur hier farblich schon die Ergebnisse der Bedarfsdeckung auf Basis des NRCs angezeigt werden, sondern mit einem Klick hier drauf befindet sich auch ein Kontextmenü, welches man aufklappen kann, und dort sind letztendlich einige an Zwischenberechnungskennzahlen mit gelistet. Schauen wir uns mal an, wie dieses sich hier strukturiert. Zum einen berechnen wir hier die Ration, das Gesamtgewicht der Ration, welches sich hier auf 168 Gramm aktuell beläuft. Das sind quasi alle Werte, Futtermengenangaben, die hier oben in dieser Kategorie letztendlich erfasst wurden. Dann kommt der zweite Bereich dazu, was im Kontext dieser Beratungsergänzungen hinzugefügt wurde, und das ist im Prinzip die Summe aller dieser Futtermittel, die sich in diesem Abschnitt hier befinden. Dementsprechend werden auch immer Kennzahlen berechnet, wie die Inhaltsstoffe dieser einzelnen Futtermittel für die Bedarfsdeckung letztendlich beitragen und darauf einzahlen. Und man sieht hier unten, das ist, glaube ich, jetzt unser wichtigster Wert, den wir uns anschauen werden, der sogenannte Sollwert, der für jeden Inhaltsstoff letztendlich auf Basis des NRC 2006 für unseren Kater Fritz berechnet wird. Nochmal zur Erinnerung, die Berechnung dieser Werte beziehen sich auf das metabolische Körpergewicht des Katers, die wir haben, und natürlich auch auf das Alter unserer adulten Katze in diesem Beispiel. Und wenn wir uns das Ganze mal am Beispiel des Natriums anschauen, ich möchte mal hier dieses Beispiel aufgreifen, sehen wir hier, dass es einen Sollwert von 51,99 Milligramm pro Tag letztendlich hat. Und wir sehen auch nun zusammen addiert, wie viel letztendlich an Versorgung der Kater durch unsere aktuelle Ration davon erhält. Das sind 173,8 Gramm. Dieses beinhaltet hier, wie schon auch beschrieben ist, sowohl die Ration, die im oberen Teil erfasst ist, als auch die Ergänzungskomponenten, die hier unten erfasst sind. Das Ganze ist natürlich auch nochmal hier oben in den Einzelkennzahlen gesplittet, transparent verfügbar, und hier sieht man sehr gut, dass 140 Gramm bereits aus der oberen Kategorie der Futtermittel letztendlich den Natriumanteil bilden und weitere 33 Gramm durch die Beratungsergänzungen hinzugefügt werden. Man sieht ja auch, das sind entsprechend genau die Natriuminhalte aus dem Blut, weil alle anderen hier entsprechend keine Inhalte wirklich ganz konkret enthalten oder hier mit einem Strich halt entweder unbekannt oder tatsächlich auch nicht enthalten sind. Und deswegen haben wir hier ausschließlich nochmal 33 Milligramm an Ergänzungen drin. In Summe haben wir quasi 173,8 Gramm in der Ist-Versorgung gegenübergestellt zu dem Sollwert von knapp 52 Milligramm, was zu einer Bedarfsüberdeckung von 121,8 Gramm letztendlich sorgt. Und das Ganze bildet sich natürlich oder stellt sich dann auch hier ab, dass das, wenn wir es prozentual betrachtet sehen, eine 3,34-fache Überversorgung des Natriums letztendlich ist. Und diese Zahl stellen wir letztendlich auch hier in der Grafik letztendlich dar. Das ist dann hier dieser obere Wert, welches die 3,34 widerspiegelt, und mit unserem Mouseover auf diese gesplittete auf dem gesplitteten Balken sieht man auch hier ganz schön, dass durch die Ist-Rationsdeckung, also der obere Teil der Ration, eine 2,71-fache Deckung schon erfolgt und weitere 0,63 Ergänzungsdeckung noch erfolgt ist durch die Komponenten der Beratungsergänzungen dazu. Ganz konkret hier diese 33 Milligramm wirken sich darauf aus. Wie sind jetzt diese Sollwerte überhaupt entstanden? Und dazu möchte ich ganz kurz noch ein Beispiel geben,
wie die Berechnung dahinter stattfindet. Der NRC-Basiswert für das Natrium beläuft sich bei 16,59 Milligramm pro metabolischem Körpergewicht. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach mal am Beispiel der Katze Fritz hier durchrechnen, mache ich mal hier unseren Taschenrechner auf, merken wir uns 3,13 Kilogramm metabolisches Körpergewicht. Ich mache das mal ein bisschen kleiner hier, dann passt das auch alles drauf. 3,13 Kilogramm metabolisches Körpergewicht mal den Versorgungsfaktor des Natriums aus dem NRC, das sind die 16,59 in diesem Fall. Dies entspricht einem Wert von 51,9267 Milligramm, den wir hier letztendlich auch im Natrium sehen. Bitte nicht wundern, dass ab der zweiten Nachkommastelle hier vielleicht ein anderer Wert durchaus auftauchen kann. Das liegt einfach darum, dass dass wir im Hintergrund unserer Anuka-Anwendung mit deutlich höheren Genauigkeiten arbeiten als die Zahlen, die wir hier oben angeben. Das sind immer auf 2 Kommastellen gerundete Werte. Im Hintergrund, um die Bedarfsberechnungen wirklich exakt zu machen, nutzen wir die genauen Ergebnisse mit deutlich mehr Nachkommastellenwerte. Deswegen nicht wundern, wenn es hier wirklich sehr minimale Abweichungen im zweiten Nachkommastellenbereich geben sollte. Das gleiche können wir uns nun auch konkret mal für unseren Vitamin A anschauen, welches ja auch wirklich hier stark überhöht ist. Hier sehen wir einen Sollwert, der sich auf 250,69 befindet, und hier sagt der NRC auch aus, dass wir pro metabolischem Körpergewicht 80 IEs an Bedarf haben, und den können wir auch mal hier nachrechnen, dass wir hier wieder sagen 3,13 Kilogramm metabolisches Körpergewicht mal 80 IE, die dem NRC zugrunde liegen, kommen wir auf einen Bedarfswert von 250,4, und den finden wir letztendlich hier unten auch wieder gelistet, berechnet. Auch hier wieder ganz geringe Abweichungen, die ich gerade schon erklärt habe. So, und dementsprechend sollten wir nun den Sollwert auch gut verstanden haben, und damit haben wir nun auch die Möglichkeiten, diese letztendlich auch sehr effizient für uns zu verändern. Bevor wir die manuelle Einstellungen der Bedarfswerte vornehmen, möchte ich noch die Auswirkungen verschiedenster Einstellungen, die wir hier oben machen können, auch nochmal erklären. Die Werte, die wir jetzt sehen, beziehen sich natürlich auf einen Tagesplan, und wir werden jetzt sehen, wenn wir einen Wochenplan oder Monatsplan umschalten, werden sich diese Bedarfswerte, die wir hier unten sehen, also die Sollwerte, letztendlich um ein Vielfaches jedes Mal erhöhen. Und das Ganze passiert auf Basis des Wochenplans, werden sich diese 250 IEs des Vitamin A's um den Faktor 7 erhöhen, und wenn es um einen Monatsplan geht, nochmal um einen weiteren Faktor 4. Und wenn wir das mal hier durchexerzieren, werden wir hier die 250 letztendlich mal 7 hochberechnet sehen. Dann kommen wir hier auf 1754 IEs, die letztendlich den Bedarf des Wochenplanes darstellen. Da natürlich der Plan jetzt hier mit deren Mengenangaben für den Tagesplan ausgelegt ist, sind nahezu alle Kennzahlen auf der Stelle natürlich auf Rot gelaufen, weil das Tier natürlich mit der Versorgung und den Mengenangaben deutlich unterversorgt wäre für eine Wochenmahlzeit. Gut, ich denke, das ist verstanden, und deswegen gehe ich mal auf diesen Sollfaktor hier oben, der auch einen Einfluss auf die Berechnung der Sollwerte letztendlich hat. Hier kann man nun auf Berücksichtigung dieser Leistungsstufen, die ein Tier vielleicht hat, gerade für sportliche Tiere,
auch den gesamten Sollfaktor letztendlich nochmal um einen Multiplikator erhöhen. Und wenn das Tier ein sehr sportliches Tier ist, kann man hier entsprechend Faktor 2 oder Faktor 1,5 eingeben und sämtliche Bedarfswerte werden sich dann hier unten analog erhöhen. Das sieht man jetzt auch schon hier bei dem Vitamin A. Das war ja vorher bei 250 IE und hier sind jetzt nochmal 50% dazu addiert worden und nun haben wir 376 IEs. Und dieser Faktor hier oben bezieht sich allerdings durchgehend auf alle Sollwerte gleichmäßig. Das heißt, der zugrunde liegende Sollwert des NRCs, der beim Faktor 1 hinterlegt ist, wird dann hier für alle Sollwerte einfach nochmal mit dem Multiplikator mal 1,5 oder mal 2 genommen und dann sieht man letztendlich auch die Auswirkungen über alle Inhaltsstoffe gleich verteilt. Und bei unserem Vitamin A macht es bei einem Sollfaktor von 2 die doppelte Menge und damit landen wir bei etwas über 50 IE. Gut, kommen wir nun zu dem ganz entscheidenden Thema, auch wie passe ich jetzt individuelle Inhaltsstoffe für ganz spezielle Versorgungswerte an, die ich dem Tier auch mitgeben will. Und dafür haben wir unsere sogenannten individuellen Faktoren hier oben im Kopfbereich vorgesehen. Mit dieser Schaltfläche können diese individuellen Faktoren aktiviert werden und nun steht Ihnen quasi komplett frei zur Verfügung, jeden einzelnen Inhaltsstoff entlang des Sollwertes einzeln zu beeinflussen. Mit dem Wissen, wie Anuka nun auf Basis des NRCs diesen Sollwert von 250 IE berechnet, kann man nun auch ganz leicht diesen Wert auch entsprechend auf einem anderen Sollwert basieren lassen. Das Einzige, was wir dazu wissen müssen, ist, wie dieser Sollwert letztendlich sein soll. Und geteilt durch den Wert des Sollwertes vom NRC gibt dies einen Faktor, mit dem ich letztendlich in der Lage bin, einen neuen Sollwert zu definieren. Und wenn ich am Beispiel des Vitamin A's nun sage, dass ein 16-facher Sollwert hier völlig noch in Ordnung geht, dann müssen wir folgende Berechnung tun und den hier oben eintragen. Dazu betrachten wir im Genauen mal die Ist-Ration, wie sie in ihrer Mengenangabe aktuell für das Vitamin A sich befindet. Diese befindet sich bei 4300 und knapp 70. Wir wissen, wir hatten ein Limit von 250 und nun kann man relativ schnell und einfach auch das korrigieren und den Faktor entsprechend ausrechnen. Wenn man sagt, das Tier ist durchaus noch problemlos und gut versorgt mit 4000 IEs, das teile ich durch die 250 IEs, die durch den NRC kommen, und ich weiß, dass ich eine 16-fache Überversorgung des Vitamin A's vielleicht noch für gut befinde. Wenn ich diesen Wert hier oben eintrage, werden wir gleich sehen, hat sich der Sollwert auf knapp 4000 erhöht. Die Ist-Ration hat sich natürlich dadurch überhaupt nicht verändert, aber wir sehen schon, ich habe jetzt gerade eine 1,09-fache Überdeckung meines eigenen gegebenen Sollwertes erreicht. Und es macht sich auch hier in der Grafik dann natürlich deutlich spürbar, dass der bisher gerade noch bis zu 16-17-fache erhöhte Vitamin A-Wert, welches auf Basis des NRCs ja vielleicht ein bisschen niedrig angesetzt war, nun entlang meiner eigenen Philosophie auf 4000 IEs durchaus akzeptabel ist, dennoch leicht erhöht ist aufgrund der Rationszusammenstellung, aber dieser hier unten nun in keinster Weise mehr als kritisch mit dargestellt wird. Und mit diesem Vorgehen kann ich nun
wirklich jeden einzelnen Inhaltsstoff hier oben editieren und entlang meines eigenen Versorgungsplanes und meiner eigenen Versorgungsphilosophie anpassen. Das ist natürlich insbesondere wichtig, wenn Tiere Organschäden haben, wo gewisse Inhaltsstoffe nicht mehr so verstoffwechselt werden können etc. Dann müssen auch gewisse Faktoren vielleicht auch reduziert angegeben werden, nur noch mit dem 0,8, 0,5-fachen des Wertes, den selbst der NRC mit sich bringt, auch wenn dieser im Grunde genommen recht niedrige Bedarfswerte immer angesetzt hat, aber hier hat man nun die Möglichkeit, wirklich jeden einzelnen Inhaltsstoff beliebig zu übersteuern. Und entscheidend ist, dass man weiß, mit wie viel Gramm oder IEs die Inhaltsstoffe dem Tier zugeführt werden sollen. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, dem wirklich dann die Tierernährungsberater, Tierheilpraktiker oder Tierärzte individuell entscheiden müssen. Aber hier ist man nun zumindest in der Lage, wirklich flexibel jeden Wert mit zu übersteuern, der auf Basis des NRCs hier zunächst im Sollwert angeboten wird, um dann auch hier unten richtige und entlang der eigenen Ernährungsphilosophie die Ausgabegrafik zu erzeugen. So, ich hoffe, das war soweit verständlich und damit möchte ich auch dieses Video zumindest mit diesem Inhalt dann abschließen. Nun noch eine kleine Zusammenfassung, was wir gelernt haben. Zunächst haben wir uns die Eingabefelder und deren steuernde Wirkung hinsichtlich der Bedarfsberechnungen angesehen. Am Beispielplan des Katers Fritz haben wir noch ein Futtermittel hinzugefügt und insbesondere die grafischen Auswirkungen der Beratungsergänzungen aufgezeigt. Im Zuge dessen haben wir den Aufbau der Balkengrafik mit der normierten Bedarfskennlinie, die für 100% Bedarfsdeckung steht, betrachtet. In einem kleinen Exkurs haben wir dann die Berechnungsgrundlagen von Anuka verstanden, um dann auf Basis der berechneten Sollwerte zunächst den gesamten Plan über alle Inhaltsstoffe gleichmäßig zu verändern. Dies haben wir mit dem Sollwertfaktor auf den Kopfdaten getan. Über die individuellen Faktoren können wir zudem jeden einzelnen Bedarfswert anpassen und dies haben wir am Beispiel des Vitamins A vorgenommen. Damit haben wir die Mittel und Methodik verstanden, jede Ernährungsphilosophie, insbesondere unsere eigene, mit Anuka abzubilden. Damit reduziert Anuka aufwendige Berechnungen selbst für eigene Ernährungskonzepte auf ein Minimum. Der Fokus der Arbeit kann damit auf das Tier und dem Ergebnis einer Rationsplanung erhalten bleiben. Und nun wünsche ich viel Freude und Spaß, das Gelernte auszuprobieren und anzuwenden.